Es gibt keine andere. Es gibt nur dich. Ich habe mich nämlich bis über beide Ohren in dich verliebt. Ach komm schon. Das war doch genau das, was du gewollt hast. Du hast mich aufgehetzt, damit ich meinen Bruder umbringe. Geh wieder runter. Kein Problem. Bist du wahnsinnig? Robin, hör auf! Robin! Hört auf! Robin! Alles okay? Das war der Hammer! Was war denn gerade bei euch los? Achim hat sie nicht mehr alle, die einfach da runter zu schwimmen. Na, wie war's? Geil! Na, siehst du. Du weißt doch, manchmal muss man mich zu meinem Glück zwingen. Es ist doch nichts passiert. Ganz im Gegenteil, ich bin richtig auf den Geschmack gekommen. Ja, wahrscheinlich liegt er gerade glücklich in den Armen deiner Frau. Tut mir leid, Vater. Diesmal habe ich versagt. Was meinst du mit diesmal? Oh, in Kolumbien hast du doch alles daran gesetzt, dass ich Leonard rette. Jetzt wolltest du mich dafür benutzen, ihn umzubringen. Es ist schon merkwürdig, wie sich die Zeiten ändern, stimmt's? Ansgar, ich würde dich nie dazu anstarren. Bitte! Nur deshalb hast du mir doch überhaupt erzählt, dass Leonard Mutter auf dem Gewissen hat. Ansgar, bitte! Um ganz sicher zu gehen, dass ich ihn wirklich aus dem Weg räume. Wäre doch auch ganz in deinem Sinne. Hör bitte auf mit diesen wahnwitzigen Unterstellungen! Und wo wir schon mal beim Thema Wahrheit sind, willst du mir nicht endlich erklären, warum du wirklich ein Handy hast? Wenn du mich bitte entschuldigen würdest, ich habe zu arbeiten. Ich erwarte von dir ja nicht, dass du sofort eine Entscheidung triffst. Jens, es ist nur ich. Aber ich muss dir einfach sagen, was ich fühle. Ich verstehe schon, das geht ja alles zu schnell. Naja, ich meine, Es ist wegen Lisa und Paul. Die Trennung. Der Umzug von Argentinien hierher. Die neue Situation. Warum habe ich nicht einfach meinen Mund gehalten? Ich habe mir geschworen, nichts mehr zu sagen. Aber jetzt ist es raus. ist doch völlig in Ordnung. Wir können es ja ganz langsam angehen lassen. Genau. Silke Voss ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Silke, ja, Johannes hier. Also, wir sollten unseren Plan sofort abbrechen. Die ganze Angelegenheit läuft uns einfach aus dem Ruder. Melde dich bitte umgehend bei mir, damit wir alles Weitere besprechen können. Und ja, vielleicht solltest du dich auch bei Leonard melden und ihm erzählen, dass du schwanger bist. Ja, also, melde dich bitte umgehend.
Ich muss Mathe lernen. Dann geh doch in dein Zimmer. Ich war aber zuerst hier, wenn ich deinetwegen eine 5 schreibe. Aber das passiert dir doch nicht. Hallo. Susanne, ich kann bei diesem Krach einfach nicht lernen. Stell dich nicht so an, das Ding läuft auf Zimmerlautstärke, höchstens. Außerdem wolltest du doch mit mir Mathe lernen. Ach, deine Klassenarbeit. Schreib ihr eine Entschuldigung, das ist für uns alle die angenehmste Lösung. Kannst du Paul nicht auf ein Internat schicken? Sag mal, macht sie was aus, wenn wir später lernen? Aber Ich muss mit dem Wagen noch mal in die Werkstatt. Der Blinker schwingt. du sagst, Paul soll sich auf sein Zimmer verziehen. Regelt das bitte unter euch. Klar, kein Ding. Spinnst du? Jetzt hätte ich fast den Highscore geknackt. Abmarsch! Eine Runde zur Strafe. Nein! Natürlich finde ich das auch total krass. Und warum nimmst du Leonhard dann die ganze Zeit in Schutz? Immerhin saß er am Steuer, als Mama gestorben ist. Ich nehme ihn überhaupt nicht in Schutz. Aber vielleicht hat er einen Grund gehabt, das die ganze Zeit zu verheimlichen. Ja, den kann ich dir sagen. Er ist eine feige Sau. Ach so, ein Schwachsinn. Es ginge mit Sicherheit die ganze Zeit Scheiße damit. Oder etwa nicht, Carla? Ja, wahrscheinlich. Mann, überleg doch mal, so ein Geheimnis mit sich rumzuschleppen, das ist nicht spaßig. Ja, wer hat Leonhard denn daran gehindert, mit der Wahrheit rauszurücken? Ihr wisst schon Bescheid. Ja. Ja, ist es nicht total krass, dass Leonhard uns das so lange verschwiegen hat? Konstantin, ich möchte das jetzt nicht diskutieren. Immerhin hat er es euch jetzt gesagt und es ist ihm verdammt schwer gefallen. Wow, mir kommen gleich die Tränen. Carla, hast du vielleicht Lust, mit mir einen Tee in der Bibliothek zu trinken? Nein, ich fahre noch mal in die Stadt. Bist du zum Abendessen zurück? Ich denke nicht. Im Beckenbereich mit Straßenschuhen nichts verloren, okay? Habe ich dir schon mal erzählt, dass mein höchster Sprung vom Startblock war? Hocke und mit Nase zuhalten. Am liebsten würde ich dann noch mal runterspringen. Was machst du denn jetzt? Ja, ich gehe, Warum? weil mir hier viel zu viele Bademeißen sind. Bleib doch mal locker. Bist immer noch sauer, hä? Nee, ich fand die Aktion super gerade. Ich wusste, dass Coco das schafft. Ich habe ja vergessen, du weißt ja immer alles. So kommen wir nicht weiter. Ich will überhaupt gar nicht weiterkommen. Weißt du, er weiß immer, was für andere gut ist. Dann entscheidet er einfach, ohne nach der Meinung zu fragen. Das stimmt doch nicht. Was wäre passiert, wenn Coco auf den Rücken geknallt wäre? Hä? Es ist nicht passiert. Das hast du vorausgesehen, ja? Coco, wenn irgendwas passiert wäre, hätte er sich verpisst. Ich spreche dir aus Erfahrung. Würde ich nicht machen. Ich habe mich geändert. Das habe ich gerade gesehen. Warum musste sie sterben? Das ist nicht gerecht. Konstantin, jetzt frag nicht nach Gerechtigkeit. Das hat doch keinen Sinn. Super. Aber ich... Weißt du, seit Mutters Tod ist einfach alles anders geworden. Ganz anders. Wo warst du eigentlich, als es passiert ist? Ich war in Cambridge. Ich habe mein MBA gemacht. An dem Tag gab es die Ergebnisse. Ich war Jahrgangsbester. Dann bin ich ins Sekretariat gegangen. Wollte Mutter gleich anrufen, wollte sie als Erster sagen. Verstehe. Tja. Dann habe ich niemanden erreicht. Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Bin mit den anderen was trinken gegangen. Tja, und da habe ich es dann erfahren. Das war mein letzter Tag in Cambridge. Werde ich ganz gern vergessen, aber geht nicht so einfach. Vielleicht hätte ich sie noch erreicht. Vielleicht hat sich ja irgendwas geändert. Bitte schön. Einmal die Spaghetti Arrabbiata. Ich glaube, die waren für mich. Carla. Hallo. Verzeihung, aber Gräfin Lahnstein hatte vor Ihnen bestellt. Ihre Spaghetti kommen gleich. Kein Problem. Ich wollte dich noch anrufen. Mich? Ja, wegen vorhin, als du Jens und mich in der Holding gesehen hast. Du hast die Situation total missverstanden. Zwischen mir und ihm, da läuft doch nichts.
Ich muss mich entschuldigen. Ich habe mich total albern benommen. Aber Jens und ich haben die Sache geklärt. Ach, ich bin im Moment einfach ein bisschen durch den Wind. Bei mir zu Hause gibt's ständig Zoff. Bei dir auch? Und jeden Tag kommt was Neues hinzu. Du siehst aber auch nicht gerade entspannt aus. So, und einmal die Spaghetti für Sie. Dankeschön. Darf ich mich zu dir setzen? Ja, klar, gern. Kleinen Moment. Dankeschön. Dann wünsche ich den Damen einen guten Appetit. Danke. Oh, ich dachte, du hast Hausverbot. Na, sind das kleine Brüderchen auf Rache? Sehr schade. Du hast dich also immer noch nicht beruhigt. Was denn? Ich bin doch ganz ruhig. Gut, dann können wir ja reden. Ich wüsste nicht, worüber. Außerdem werden wir doch in Zukunft ohnehin nur noch über Anwälte kommunizieren. Wenn dir das lieber ist. Nein, lieber ist mir das nicht, aber wie ich dich kenne, wirst du es dir doch nicht nehmen lassen, deinen gewalttätigen Bruder zu verklagen, oder? Da irrst du dich. Das habe ich bereits getan. Ich habe dich angezeigt. Versuchter Mord. Das wird nicht schön für dich, Bruderherz. Es ist unvorstellbar. Aber innerhalb so kurzer Zeit hat sich unsere ganze Familie komplett verkracht. Mein Vater ist wegen der Sache zwischen Leonhard und Cecile total verbittert. Ansgar und Leonhard sind wie Hund und Katz und ich sitze zwischen allen Stühlen. Entschuldige bitte. Du kommst hier in Schneiders, wird sich von deinen Familienproblemen ablenken und ich erzähle von nichts anderem. Nein, nein, unser Gespräch hat genau das bewirkt. Es hat mich von meinen Problemen abgelenkt und mir den Kopf frei gemacht. Im Gegensatz zu deinen Problemen sind meine richtig banal. Was ist bei dir los? Der übliche Alltagsstress. Meine Kinder sind mitten in der Pubertät. Ich wohne mit meinem Vater und meiner Stiefmutter unter einem Dach. Muss ich noch mehr sagen? Ja, nur leider kann man sich in einem Einfamilienhaus nicht so einfach aus dem Weg gehen wie bei euch auf dem Schloss. Du kannst die ganze Familie auf 10 Schlösser verteilen. Wenn es Krach gibt, dann sieht man sich doch überall. Hast du nie daran gedacht, auszuziehen? Nein. Ich hänge an meiner Familie. Aber trotzdem kann man ja mal für ein paar Stunden untertauchen. Hast du Lust auf einen Ausflug? Wohin? Das ist eine Überraschung. Aber glaub mir, dort werden wir unsere Probleme für eine Weile vergessen. Hat es den Damen geschmeckt? Ja. Danke, ja. Ich hätte gern einen 93er Bordeaux ungeöffnet. Selbstverständlich. Und könnten Sie uns vielleicht mit einem Flaschenöffner und 2 Gläsern aushelfen? Ausnahmsweise. Ach komm, Robin ist bestimmt oben. Ja, aber ob das was bringt? Ich kenne meinen Sohn. Klar, er ist stur, aber probieren kannst du es ja. Für mich war es okay, wie du mich vom Sprungturm geschubst hast. Ja? Ja. Aber ich habe mir in den letzten Jahren zu viel geleistet. Das Maß ist voll. Und die Kinder, die vertrauen mir nicht mehr. Heißt das, du willst doch in die Karibik gehen? Nein, nein, so schnell gebe ich nicht auf. Ich glaube nur nicht, dass Robin sich sofort mit mir versöhnt. Ich hab den Kindern deutlich signalisiert, dass ich für sie da sein will und ein bisschen was gut machen will. Und jetzt, naja, jetzt muss ich Geduld haben und hoffen, dass sie auf mich zukommen. Wann immer das auch sein wird. Danke, dass du dich so einsetzt. Es geht schließlich um meinen Freund. Grüß Robin von mir. Wahnsinn. Dass man sowas mitten in der Stadt findet? Ja, und das zu einem echten Schnäppchenpreis. Die Holding hat das Haus vor einem halben Jahr aus der Konkursmasse einer Firma erworben. Und was habt ihr damit vor? Weiterverkaufen? Das ist noch nicht raus, deswegen steht's leer. Verschwendung. Nein, Glück. Sonst könnten wir hier nicht unseren Wein trinken. Guck mal da hinten. Was denn? Unsere Probleme.
Ganz klein und weit weg. Und da sollen sie auch schön bleiben. Denn morgen sitzen sie sowieso wieder versammelt am Frühstückstisch. Also, auf was trinken wir? Auf einen Nachmittag ohne Kinder- und Familienterror. Auf uns. Auf uns. Willst du vielleicht was anderes gucken? Mir egal. Ah, hab schon kapiert. Jetzt ist Aufmunterungsprogramm angesagt. Soll ich dir ein aufregend erfrischendes Sahneeis holen? Dann vielleicht eine 1A Shiatsu-Massage von mir in Boxershorts. Tut mir leid, ich würde auch lieber an was anderes denken als an Leonhard und Johannes. Jetzt hab ich die Lösung für meine Süße. Da steht's im Videotext. Heute ist die Nacht der Sternschnuppen. Na? Wir legen uns auf die Dachterrasse und du kannst dir den ganzen Familienzoff einfach wegwünschen. Habe ich vielleicht jetzt schon einen Wunsch frei? Na, also überspann mal den Bogen nicht. Bitte, ich hätte so gerne ein Schinken-Tomatenbrot. Und danach hast du bessere Laune? Na dann komm. Na du? Na, wie sind die Platten? Super, nicht mal ein Kratzer. Der Kauf durchs Internet hat sich echt gelohnt. Ja, dann hat Schwarzmaler Robin mal wieder was dazugelernt. Wie bitte? Naja, aber dass ich manche Dinge einfach ein bisschen lockerer sehen muss, so wie du. Das muss ja nicht alles immer in einer Katastrophe enden. Gilt das in Zukunft für alles und jeden? Wenn du auf meinen Vater anspielst, nein, für den gilt das nicht. Das habe ich ja begriffen. Weißt du, durch den hatten wir immer so ein total chaotisches Leben. Und weil er so verantwortungslos ist, bin ich wahrscheinlich ins Gegenteil geschlagen. Aber es gibt auch was dazwischen. Ja, vielleicht kriege ich das irgendwann mal hin. Habe ich dir eigentlich gesagt, dass ich stolz auf dich bin? Na, wie du vorhin mit deinem Vater auf dem Sprungbrett gekämpft hast. Und das meinetwegen. Wann kriege ich die Belohnung dafür? Sofort. Ah, du hier? Hat Cecilia alles prüfsam erzählt? Darf ich trotzdem reinkommen? Ja, so. Um das gleich klarzustellen, ich will dich nicht aushorchen und ich will auch nicht auf dir rumhacken. Auf ein? Nee, danke. Ich habe mir nur Gedanken gemacht, warum du so ausrastest. Deswegen wollte ich jetzt mal deine Version hören. Du gehst doch nicht einfach so auf Leonhard los. Was denn? Du machst dir Gedanken, was in mir vorgeht? Was dagegen? Ja, weißt du, Carla hält sich bedeckt. Nico steht ohnehin auf Leos Seite. Der Einzige, der kapiert, was in mir vorgeht, ist anscheinend Konstantin. Und euer Vater? Der wusste von Anfang an Bescheid, hat aber Leo gedeckt. Ach ja, und der hat mich jetzt angezeigt. Wie bitte? Ja, wegen versuchten Mordes. Naja, rein rechtlich gesehen hast du eine Straftat begangen. Ach. Und was Leo immer so macht, das ist völlig in Ordnung? Und wenn ihr euch noch mal zusammensetzt, in Ruhe. Du meinst, damit er die Anzeige zurückzieht? Ja. Da finde ich einen besseren Weg. Ich habe ja versucht, mit ihm zu sprechen, aber er hat einfach abgeblockt. Ja, ist doch typisch für ihn. Tja, wenn der sauer ist, dann richtig. Da rennst du gegen eine Wand. Aber wem sage ich das? Ja, das habe ich gerade gemerkt. Lass ihn erst mal eine Nacht drüber schlafen. Ich meine, immerhin hat er gerade erfahren, wie eure Mutter tatsächlich gestorben ist. Da steckt, glaube ich, niemand so einfach weg. Ja, aber trotzdem, im Moment tun alle gerade so, als hätte ich den Unfall extra verursacht. Dabei war es einfach nur ein Unfall. Ich konnte nichts dafür. Wenn die wüssten, wie das ist, jahrelang mit der Schuld zu leben. Das war einfach die Hölle. Und Ansgar, dieser Idiot, denkt auch noch, dass ich direkt zur Polizei renne. Hat er das wirklich geglaubt? Ja, natürlich. Aber ich bin nicht so ein Schwein wie er. Dir tut nichts weh? Wovon?
Beim Sprung. Ach Quatsch, ich bin total fit. Muskelkater kommt noch. Nein, ich gehe morgen gleich wieder ins Freibad. Ist das beste Gegenmittel. Solange ich nicht mitkommen muss. Nein, das musst du nicht. Irgendwann mal springe ich auch von einer 20-Meter-Klippe. Bis dahin gehe ich duschen. Hey, Pepper. Na du? Schade, dass Robin so ein Problem mit seinem Vater hat. Ich finde ihn ganz cool. Löse die Klammern auf und fasse zusammen. Verstehe. Boah, ist das krass. Wie, und das hat Leonhard euch erst jetzt gesagt? Du meine Güte, das sind ja für mich hier alles böhmische Dörfer. Kann ich mir echt Was? vorstellen, wie dich jetzt... Na, das, was du hier in Mathe lernen musst. Ich glaube nicht, dass ich dir eine große Hilfe bin. Das ist alles schon so eine Ewigkeit her. Und eine große Matheleuchte war ich, ehrlich gesagt, nie. Hey, jetzt mach dich nicht verrückt deswegen. Sollen wir uns nachher treffen? Sag mal, was ist denn, wenn du Paul fragst? Der muss das doch gerade gehabt haben. Der ist dumm wie Brot. Susanne, meine Rettung. Wahrscheinlich hat sie die Haustürschlüssel vorhin vergessen. Oh, unsere Rettung. Oh, hi Lisa. Hi. Ist deine Mutter da? Nein, bist du etwa mit ihr verabredet? Nein, ich bin nur so vorbeigekommen. Sie ist mit dem Wagen in der Werkstatt. Tja, dann versuche ich es auf dem Handy zu erreichen. Tschüss. Jens? Bist du gut in Mathe? Mathe LK. Mir ist gerade eingefallen, dass Susanne eigentlich jeden Augenblick wieder zurück sein müsste. Willst du nicht doch auf sie warten? Jetzt habe ich dir aber wirklich genug von meiner Familie erzählt. Ganz schön heftig. Erzähl mir lieber von dir. Da gibt's nicht viel zu berichten. Doch. Zum Beispiel, was mit Jens ist. Jens habe ich sehr gerne. Aber du weißt noch nicht, wie es weitergehen soll? Wo wir gerade beim Thema sind, Bernd hat was von einer Scheinehe bei euch erzählt? Ja. Das weißt du nicht? Woher denn? Bis vor kurzem habe ich noch in Argentinien gelebt. Ja, bis dahin ist es Gott sei Dank noch nicht vorgedrungen. Bernd war so eine Art Alibi-Mann für mich. Die Öffentlichkeit sollte nicht erfahren, dass ich lesbisch bin. Ja? Johannes, entschuldige, ich konnte nicht früher zurückrufen. Warum willst du unseren Plan plötzlich aufgeben? Sag mal, hast du ein Problem damit, dass ich auf Frauen stehe? Nein, überhaupt nicht. Ich war nur überrascht. Guck mal, eine Sternschnuppe. Schnell, wünsch dir was. Ich würde dir gerne sagen, was ich mir gewünscht habe. Bloß nicht. Da, noch eine. Jetzt bist du dran. Okay. Ist gar nicht so einfach.